Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier im MVG-Museum. Die haben hier heute eine große Modellbauausstellung und jetzt bin ich hier beim Erwin Kohut. Der hat hier sich was Verrücktes in den Kopf gesetzt. Er hat das Miniatur-Wunderland in 1:87 nachgebildet und zwar so ziemlich komplett. Und das lasse ich mir jetzt gleich mal erst einmal erklären. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ging los vor 3 Jahren. Ich muss dazu sagen, Modellbau habe ich schon immer ein bisschen gemacht, so Dioramabau oder so einfache. Ich bin jetzt kein Modelleisenbahner, aber was mich eben dann am Miniatur-Wunderland interessiert hat oder gefallen hat, das ist einfach so diese Technik da drin oder überhaupt diese Gestaltung. Und dann kam ich, wie dann Corona war, war eigentlich halt nichts mehr anderes möglich, als wie sich selber zu beschäftigen. Und dann kam ich auf die Idee, das Miniatur-Wunderland nachzubauen. Und zwar, weil ich in so einer Zeitschrift da den Gleisplan gesehen habe und Fotos. Das ist also ein Sonderheft, glaube ich, dann das vom war so, Wunderland. Genau, vom EK-Verlag. Und da war von jedem Bauabschnitt diese ganz liebevoll detaillierte Gleispläne drauf. Und anhand von dem habe ich mir gedacht, so wie würde das eigentlich ausschauen, im richtigen Maßstab nachzubauen. Und das habe ich dann mal so versucht, habe das Ganze runterkopiert auf den vermeintlich richtigen Maßstab, habe dann das Glück gehabt, dass ich es auch relativ gut erwischt habe. Und dann habe ich auf Sperrholz diesen Plan geklebt und dann so peu à peu dreidimensional ausgestaltet. Dann noch aus Holzleisten das Gebäude dann designt oder nachgebaut. Und das Ganze ist jetzt in einem Koffer transportierbar? Ja, da gibt es dann die Geschichte, dass ich, nachdem dass ich Fotos gemacht habe und dann auch so eine kleine Broschüre erstellt habe, das habe ich dann nach Hamburg geschickt, so als Gratulation zu 20 Jahren Miniatur-Wunderland. Und ich wurde dann 4 Wochen später von Gerrit und Fredrik dann angemeldet, ich soll doch bitte mal vorbeikommen, das wollen sie unbedingt sehen. Und das war dann der Auslöser, einen Koffer zu bauen und dann das Ganze in den Zug zu verfrachten und nach Hamburg hochzufahren, was zwar ein bisschen Hindernisse war, aber das ist eine andere Geschichte, wegen Corona, Lockdown, also wegen Hotel noch nicht geöffnet und so. Also der Koffer Sperrholz, das außenrum und der Boden wahrscheinlich auch Sperrholz. Ja, aber die Anlage selber, wie ist die modelliert? Die Anlage selber ist auf einer Sperrholzplatte 8 mm dick. Dann habe ich so Holzleisten vom Baumarkt als Gebäude und die Anlage selber ist auf so 6 mm Sperrholz und dann eben schichtweise modelliert. Da hilft mir zum Beispiel so eine Spachtelmasse, Sekundenkleber. Und also Gips ist da schon zu grob, da macht man es dann viel feiner. Das ist dann mit so einer Feinspachtel, ja genau, weil das wird dann mit dem Zahnstocher, trage ich das dann auf. Und die Flugzeuge sind dann auch mit dem Zahnstocher gemacht? Ja, die Flugzeuge, das ist zum Teil, habe ich da ein bisschen im 3D-Drucker experimentiert. Hier sieht man auch gerade das Terminal vom Flughafen. Das habe ich dann auch schon im 3D erstellt. Ich habe mir dann auch später einen 3D-Drucker selber gekauft, um gerade so Eyecatcher dann die 3D-Modelle zu erstellen und dann eben jetzt zum Beispiel hier bei dem Raumschiff Enterprise, das ich so als Witz noch mit in die Anlage eingefügt habe. Und auch die Flugzeuge, da kommt man natürlich aber dann auch schnell an die Grenzen vom 3D-Drucker. Es ist schon toll, was hier alles los ist. Es sind auch die Szenen nachgestellt im Wunderland, ein Kamerateam, das hier gerade da ist und gerade den Koffer sogar anschaut von der Anlage. Da ist Modell im Modell und ich stehe da auch als H0-Figur daneben. Und dann geht es hier in der Schweiz, das ist also in der 4. Etage im Miniatur-Wunderland in Hamburg. Es gibt ja momentan gerade auch einen aktuellen Kinofilm über das Wunderland, ein wunderschöner Film, ich habe ihn selber auch angeschaut. Ich habe auch einen Kommentar dazu, einen ausführlichen, auf der Spielwarenmesse-Homepage veröffentlicht.
Und mir hat es sehr gut gefallen und den werde ich jetzt hier auch mal verlinken im Video. Und das ist jetzt hier die 4. Etage. Die Schweiz, die geht ja richtig so 7, 8 Meter runter in die 3. Etage. Ja. Und das geht dann tatsächlich hier drüben weiter auf dieser Anlage hier mit einem weiteren Modul. Genau, dann habe ich praktisch ja die Schweiz dann nochmal komplett gebaut mit dem 4. und 3. Stock, um auch die ganze Treppenhausszene darzustellen und auch die Berge von seiner gesamten Höhe dann darzustellen. Das hat mich dann zwar ein bisschen gefuchst, weil ich hatte ja nur 2D-Fotos und nur vom 2D auf die 3D-Geometrie zu kommen, war dann schwierig und ist auch nicht immer so 100% gelungen. Aber gut. Und da ist Italien mit dem Vesuv, sehe ich jetzt auch gerade. Ja. Auch darüber habe ich schon ein kleines Video in H0 gedreht, über den Vesuv-Ausbruch. So nebenbei ist das mal entstanden, wie ich mal vor einiger Zeit, vor über 5 Jahren, in Hamburg auch im Wunderland war. Und hier ist der Rest von Italien ist gerade bei mir noch Baustelle. Da sieht man auch ganz gut, wie ich so die Baustufen mache. Wie ich so sagte, ich baue dann das so dreidimensional hoch. Und hier, das ist noch Rohbau. Da, genauso dann, hier habe ich schon mal so einen Rohbau von Rom. Dann kommt ja dann hier, das wird auch eine ganz spannende Szene natürlich mit den Monaco. Monaco ist ja jetzt momentan gerade aktuell im April 2024 soll das jetzt, ich glaube am 25. rum, offiziell eröffnet werden. Viele haben da ja schon sehnlichst drauf gewartet, dass das endlich mal fertig wird. Und hier ist es tatsächlich noch im Bau. Genau, ich habe hier ein bisschen, sagen wir mal, das ruhen lassen, weil ich wollte unbedingt dann die Brücke fertig bauen. Ach ja, die Brücke, die dann eben diese beiden Teile vom Wunderland, vom Miniatur Wunderland in Hamburg überbrückt, über dieses Fleet in Hamburg, dass die beiden Gebäudetrakte dann in luftiger Höhe, 16 Meter über Grund, glaube ich, kann ich mich erinnern, ist diese Brücke. Die ist natürlich in Natura abgedeckt und hier ist auch die Abdeckung drauf zu sehen. Gleich mit Unterschrift von Gerrit und Frederik. Das ist natürlich klasse. Und das hat natürlich dann auch nochmal, das war total spannend, dann diese neuen Bauabschnitte in Verbindung mit der Brücke zu integrieren. Und aufgrund von dem habe ich dann eben, weil ich unbedingt Patagonien basteln wollte, habe ich dann erst einmal Italien ein bisschen ruhen lassen. Das heißt, also jetzt der ganz aktuelle neue Teil, der hier gerade im Bau oder vor kurzem in Betrieb gegangen ist, habe es jetzt gar nicht in Erinnerung, was relativ neu auch ist Rio de Janeiro. Das ist im Kinofilm auch wunderschön gezeigt worden, wie es zu dieser Geschichte kam, wie diese Familie, diese Modellbauerfamilie aus Argentinien diese Landschaft gebaut hat und geplant hat und wie das kam, dass die halt als Kooperation gemeinsam das hier mit dem Miniatur Wunderland bauen. Und die Szene hier ist auch so von der Öffnungsfeier so ein bisschen so versucht umzusetzen. Und das war ja tatsächlich so, dass ja der Samba-Verein von Hamburg da eingeladen wurde und da das in Szene gesetzt wurde. Das macht dann natürlich auch Spaß, hier so das in dem Modell mehr oder weniger frei wiederzuspiegeln. Hier habe ich zum Beispiel auch den Versuch, das Modell von dem Martinez Senior zusammen mit Reinhold Messner, der da in der Eröffnungsfeier dasteht. Und Und dann Eisbären, weil man das alles wie im Miniatur Wunderland einfach nicht immer so todernst sehen darf. Da muss viel Fantasie mit dazu. Und das ist das, was im Wunderland einfach so fantastisch ist, dass die halt nicht 1:1 die Wirklichkeit bauen, sondern zwar die Wirklichkeit sehr realistisch, aber die Wirklichkeit dann relativ mit Fantasie einfach füllen. Und hier haben wir dann eben tatsächlich auch in Ägypten ein paar Kamele. Ja, das ist so. Diese 2 Bauabschnitte, also dieses Ägypten, also Kairo dann mit der Cheops-Pyramide, das ist ein Fantasiemodell jetzt von mir als Lückenfüller. Genauso dann dieser Bauabschnitt Dubai. Der könnte natürlich so theoretisch im Miniaturwunderland stehen, nur ist dieses Hochhaus, der Burj Khalifa,
der wäre allein im Maßstab H0 9,5 Meter hoch. Also realistisch nicht umsetzbar und hätte auch keinen Sinn, denke ich. Aber mich hat das gereizt, weil dieser Wahnsinn an Bau sonst gar nicht irgendwie darstellbar ist. Gut. Also fantastisch, Miniatur Wunderland in 1:87 mit 1:87 Eisenbahnen, aber bewegen tut sich auf der Eisenbahn natürlich nichts. Ist natürlich klar, dass da dann ein Zug nicht wirklich fahren kann. Oder wie ist das? Gibt es irgendwo auch fahrende Züge? Es gibt hier einen, leider ist jetzt beim Dauerbetrieb jetzt gerade Batterie leer geworden, aber hier wird sich theoretisch ein ganz winziger Zug, das kann ich hier auch zeigen. Das wäre praktisch hier, habe ich ein Modell von einer Gartenbahn mit einem kleinen Koffer. Und in dem Koffer ist eine Spur Z-Anlage drin. Und die fährt tatsächlich, ich sehe es ja gerade. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, Fahren. Alles, ja. Fahren ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist wahrscheinlich ein Trick, dass man das hier macht. Eine Drehscheibe. Eine Drehscheibe. Und das ist jetzt aber dann ein Modell im Maßstab 1:22,5 mit 1:87 gemacht. Ja, mit 1:220. Mit 1:220 dann, ja eben. Und das ist aber ungefähr auch der Maßstab, das heißt 87 im Quadrat, also so nicht ganz, aber... Das heißt also, die Z-Freunde international, die auch oft auf Ausstellungen mit Spur-Z-Anlagen sind hier jetzt im Maßstab 1:22,5 abgebildet worden. Aha. Und deshalb dann die Figuren in groß. Und es gibt hier auch ein weiteres Modul, wo hier auch schon im Maßstab 1:22,5 ein Stück nachgebildet wurde, das hier wunderschön auch in Szene gesetzt wurde. Auch da fährt und auch da ist das Prinzip der Drehscheibe. Hier ist dann auch nochmal interessant, in dem Maßstab muss man natürlich dann vom Detaillierungsgrad nochmal mehr Zeit reinstecken. Hier haben die Häuser dann schon Fenster, hier ist auch der Zug dann schon so ein bisschen detaillierter. Und auch da sieht man auch schon manchmal Autos rumstehen. Personen könnte man dann schon langsam mal darstellen. Also das ist die große Herausforderung, dass man jetzt eben nach 1:87, nachdem das Miniatur Wunderland jetzt langsam komplett ist, muss man sich neue Aufgaben suchen. Ja, aber jetzt geht man natürlich der Platz aus. Da haben wir aber dann hier noch mal ein weiteres Modul, sehe ich jetzt hier auch gerade. Das können wir auch mal zeigen. Ja, das ist auch so Kann man das am Boden stellen, damit es ein bisschen ruhiger steht? Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich auch so ein Nebeneffekt. Hier habe ich in eine Kühltruhe die Lebensmittel rausgeschmissen, habe dann eine Kofferbahn reingesetzt in Spur Z und eben eine Winterlandschaft. Also da macht jetzt der Klimawandel nichts, da wird einfach die Kühltruhe angeschmissen. Und auch da winzig ein Zug unterwegs. Man glaubt es nicht. Und jetzt von der Gefriertruhe im Maßstab 1:22,5 mit einer Spur Z-Anlage rüber zu einer 1:87 Anlage, die dann eine Gartenbahnanlage im Maßstab 1:22,5 zeigt. Auch da ist wieder die Herausforderung, dass die Modelle, die gezeigten Fahrzeuge und so schon detaillierter nachgebildet werden müssen. Und das ist auch schon relativ toll geglückt. Und auch hier muss natürlich der Zug, der hier fährt, etwas genauer abgebildet werden. Können wir uns das von der Funktionsweise her mit diesen fahrenden Zügen noch mal irgendwo anschauen? Ja, gerne. Und zwar die Idee war, am einfachsten jetzt mal umzusetzen, indem dass ich eine Scheibe konstruiert habe, an der ist dann der Zug, das ist ja aus einem 3D-Druckmodell. Das Ganze sitzt dann in einem Lager, sodass das drehbar gelagert ist. Auf das kommt dann ein Deckel. Der Deckel ist gleichzeitig der Berg mit dem Tunnel, der das Ganze abdeckt. Und als letztes kommt dann eigentlich unten an der Achse, direkt angetrieben, ein kleiner Getriebemotor. Und dann je nach Platz eine kleine Batterie, größere Batterien. Genau. Je nachdem, was man macht. Genau. In meinem Fall wahrscheinlich dann eine Flachbatterie, so 2032
und in dem Falle halt richtige große normale Batterien. Genau, also da kann man dann natürlich dann, was man Platz braucht. Das Ganze ist dann leichter zu skalieren. Ich kann das dann größer machen, kann es kleiner machen. Aber das Prinzip bleibt dann praktisch immer das gleiche. Und das ist rein Hobby. Ja, das ist also so, wie ich schon sagte, Corona, Lockdown, was mache ich jetzt? Und dann kam halt so dieses Bastelfieber und mittlerweile ist es jetzt ja schon ein sehr intensives Hobby, aber solange es Spaß macht und mir die Ideen nicht ausgehen, mache ich weiter. Und ja, mit Schwerpunkt natürlich dem Nachbau vom Miniaturwunderland in Hamburg. Gut, dann wünsche ich da weiterhin viel Spaß. Ich denke, da gibt es noch einiges zu bauen, weil das Miniaturwunderland auch noch nicht abgeschlossen ist. Da kommen ja auch immer wieder neue Teile hinzu. Lassen wir uns überraschen, ja. Dann viel Spaß auf weiteren Ausstellungen. Vielen Dank, dann bis dann.